Hi, das Video mache ich jetzt so, wie ich glaube, dass ich mich darüber gefreut hätte, kurz vor der Geburt oder danach. Da waren mir zwei Fragen am wichtigsten. So einmal, was muss ich mit meinem Kind machen, dass ich irgendwie ihm nichts vorenthalte oder dass ich es genug fördere oder so. Und das andere, was kann ich meinem Kind anbieten, wenn ich mit ihm was zusammen machen möchte oder wenn ich den Eindruck habe, es braucht irgendwie was Neues und möchte was erleben. Dadurch, dass diese zwei Fragen sich in den ersten paar Wochen so nicht so richtig stellen, also da muss man noch nicht so viel machen, gibt es noch eine dritte wichtige Frage, die auch die Basis ist, finde ich, für die anderen zwei, nämlich, wie kann ich mein Kind gut kennenlernen und besser verstehen? Und deswegen fangen wir jetzt auch mit dieser Frage an, weil ich finde nicht, dass das Baby, dass man sich sofort vertraut ist, oder ich war das auf jeden Fall nicht und habe das auch von anderen gehört, also man muss sich wirklich erst kennenlernen. Das ist nicht so, dass man es sieht und denkt, wow, stimmt, ich kenne dich und ich verstehe dich sofort. Und von daher lohnt sich das, finde ich, darauf auch ein Augenmerk zu legen. Ähm, also, am Anfang hat man ja auch wirklich nochmal Zeit, weil das Baby schläft viel und es ist ja wirklich perfekt eingerichtet sozusagen von der Natur, dass man wirklich da erstmal sich an alles gewöhnen darf und auch so den Fokus auf der Pflege haben darf und noch nicht so viele andere Sachen machen muss. Zum Beispiel, man muss sich noch nicht so um den Rhythmus kümmern, also noch nicht nach Schlafzeiten gucken. Das Baby hat ja noch keinen Rhythmus. Nach Stillzeiten, man kann stillen nach Bedarf. Man muss keinen Schlafanzug anziehen, weil das sowieso noch keinen Rhythmus gibt. Und das fand ich eine totale Entlastung, dass man da am Anfang eben noch nicht drauf schauen muss. Um das Baby besser zu verstehen und sich erstmal kennenzulernen, finde ich, hilft es auch, sich klar zu machen, wo kommt das Baby eigentlich her. Also das Baby war ja vorher im Bauch drin und da war es warm und unglaublich weich und schwebend. Und jetzt ist es ja so, wenn es an der Brust trinkt, dann ist das anstrengend. Und da kann man dann auch gut verstehen, wenn das Baby mal schreit und wütend ist auf die Situation, dass es jetzt halt unangenehm ist. Diese unperfekte Welt und egal wie sehr du dich bemühst, das wird halt nicht so wie im Bauch drin. Und deswegen hilft es, finde ich, wenn du dir immer klar machst, das Baby ist nicht sauer auf dich, es hat nichts mit dir zu tun, sondern es ist, hängt mit der Welt zusammen, wie sie ist und die ist halt so. Und das macht ja auch, finde ich, klar, wie viel Trost und Geborgenheit und Halt das Baby braucht. Die andere Art, das Kind gut kennenzulernen, finde ich, ist, wenn man es anschaut, weil zum Beispiel, wenn es schläft, dann sieht man ja so, wie versunken das ist, wie ähm, zart oder auch, wenn es einen anschaut, wie von ganz weit entfernt schaut und gleichzeitig auch mit so einer, weiß nicht, wie so einer Dringlichkeit, also dass du siehst, du bist halt unglaublich wichtig für dein Baby. Und auch das, finde ich, ist eine Sprache, das Baby zu sehen und auch das kannst du verstehen, ganz intuitiv und dich da auch darauf verlassen, dass deine Intuition und deine Instinkte dir da helfen und den Weg weisen. Und das, was jetzt ansteht, ist ja eine tolle Bindung aufzubauen. Und die Bindung geht ja von beiden Seiten aus. Also du musst nicht überlegen, wie kannst du deinem Baby das ermöglichen, dass es eine gute Bindung aufbaut, sondern das reicht ja eigentlich, wenn du darauf achtest, dass ihr schöne Sachen zusammen macht. Und das Schöne ist ja auch, du liest in einem Buch und dein Baby liegt im Arm und du hältst es. Dass ihr einfach eine schöne Zeit miteinander habt. Dafür ist es total hilfreich, wenn man die ganzen Medien draußen lässt. Also Radio aus, Fernseher aus, Handy am besten auch raus. Wir haben es zum Beispiel im Flur. Das ist praktisch, weil das ist immer auf Flugmodus und dann, oder meistens, und dann, wenn ich vorbeilaufe, mache ich es halt an und schaue, hat sich jemand gemeldet und es wird dann auch zu so einer Gewohnheit, dass man auch so oft guckt, wie man halt möchte und trotzdem einfach total präsent sein kann, weil nicht plötzlich irgendwas dazwischen funkt. Wenn man sich fragt, bei wem fühlt man sich eigentlich sicher, dann fühlt man sich doch sicher bei jemand, der in seiner Kraft ist und ausgeruht ist. Und ich finde, das spricht dafür, dass man sich gut ausruht, vor allem auch als Mutter und als Vater. Und dass man eben auch mal alleine was machen darf, trotz der ganzen Bindung. Also das gehört ja dazu, dass man auch ganz bei sich ist. Wie soll man sonst jemandem wirklich begegnen? Und ihr werdet ja als Experten, also du und dein Partner oder deine Partnerin,
Und also ihr werdet Experten für dieses Kind und das darf seine Zeit dauern und ihr werdet es aber und ihr seid es dann. Also egal wer was sagt, ihr seid die, die es am besten wissen. Und darauf, finde ich, darfst du vertrauen. Das finde ich eine total tolle Sache. Und du bist zuständig für dieses Kind. Das finde ich auch so spannend. Also das wurde mir auch gesagt, du bist zuständig, dieses Kind zu beschützen. Es kann sich überhaupt nicht selber beschützen und du bist verantwortlich von Anfang an. Und sowas sich klar zu machen, zum Beispiel wenn man Gäste hat, also du entscheidest, wer darf dieses Kind anfassen oder in den Arm nehmen und wie viele und wann reicht's. Und da kann ich dir voll ans Herz legen, wirklich sofort Stopp zu sagen, wenn es für dich Stopp ist, weil sonst fühlt man sich mit den eigenen Entscheidungen sowieso danach nicht wohl. Also man hat nichts davon, da irgendwie über die Grenzen zu gehen und lieber da gleich so drauf achten. So fühlt sich's gut an, so meine ich es wirklich. Und damit man auf jemand anderes gut aufpassen kann, ist es ja auch wichtig, dass man in seiner Kraft ist. Sonst kann man auf den anderen ja nicht gut aufpassen. Eine Sache, die ich eine tolle Erkenntnis fand, ist, dass wenn das Baby da so schön liegt neben einem und dann macht es piep, piep, so quietscht so vor sich hin, dass es hilft, auch das erstmal anzugucken und zu fühlen, was möchte das jetzt. Weil bei unserer Tochter ist es so, dass sie das immer gemacht hat, kurz bevor sie eingeschlafen ist. Hätte ich sie dann aufgehoben und gedacht, ach, hey, sie meldet sich, ich muss irgendwas tun, dann hätte ich sie jedes Mal beim Einschlafen gestört. Und auch sowas finde ich wichtig, dass man auf sich vertraut, dass man nicht überreagiert sozusagen. Und damit man dieses Feeling hat und diese Intuition, ist es ja auch wichtig, dass man ausgeruht ist. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich habe den Eindruck, dass viele Mütter nicht genug auf sich aufpassen, dass sie sich denken, aufopfern zu müssen und damit aber genau diese Voraussetzungen weniger haben, die ich so wichtig finde, nämlich wirklich in der Kraft zu sein und wirklich gucken zu können, auf was kommt es gerade wirklich an. Dann kommen jetzt die Sachen, die man machen kann mit dem Kind, die mir eingefallen sind. Das ist die Massage. Vor allem, wenn das Kind gerade viel wächst, kann man das kräftig massieren. Du kennst es ja auch, wenn jemand einen so zu schlapp anfasst, dann kann einen das so voll kirre machen. Also, und so ist es beim Baby wohl auch. Also man darf da wirklich ranlangen, weil es ist ja wichtig, dass es sich spürt und du wirst fühlen, was für dein Kind richtig ist. Und das beruhigt dann eben das Kind total, wenn du das schön kräftig massierst. Dann kann man das ja baden, also in der Badewanne zum Beispiel, einmal die Woche immer am selben Tag, aber man kann auch ganz toll in der normalen Badewanne zusammen mit seinem Baby baden. Und es ist nicht so schwierig, wie ich erst gedacht hätte. Man braucht halt jemanden, der einem hilft, weil das Baby will ja nicht so lange baden wie du. Und du kannst nicht so gut mit dem Baby da ein- und aussteigen. Also es ist wunderschön. Dann immer sprechen. Also ich habe das von Anfang an so gemacht, dass ich dann zu meinem Baby gesagt habe, schon nach ein paar Stunden, du, ich muss jetzt ins Bad, ich komme gleich wieder. Und ich glaube daran, das Baby versteht es auf eine ganz andere Art und kann das wärmstens empfehlen, das wirklich, ja, da auch wirklich dran zu glauben. Also das nicht nur zu machen wegen irgendwie der Sprachförderung, sondern ja, ich glaube, es ist wirklich Kommunikation. Dann kann man Abhalten anbieten. Also das heißt, dass man das Baby ohne Windel hält über irgendwas, also einen Topf oder so. Und dann kommt nämlich das Pipi und Kaka leichter raus und das beruhigt das Kind. Also wenn du das machen möchtest, ich mache da noch ein Video dazu, beschäftige ich da ruhig vorher kurz damit. Aber ich kann es grundsätzlich einfach anbieten, empfehlen, weil das macht das Baby ruhiger. Aber das Tollste für mich war, dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, beschäftigt man sich automatisch mit Signalen, weil das Baby signalisiert ja, wenn es muss. Und über diese Beschäftigung, was ich da über Signale gelernt habe, hat mir unglaublich viel geholfen, das Baby zu verstehen. Deswegen kann ich es empfehlen. Was man die ersten Tage nicht machen braucht, also ich habe das erst nach 2 Wochen gemacht, dass man mit dem Baby nach draußen geht und dann, finde ich, kann man da ruhig auch mit kurzen Sequenzen anfangen, aber es macht natürlich Sinn, jeden Tag mit dem Baby rauszugehen, weil ja auch die Sonnenstrahlen so gut sind, wobei man die auch im Schatten abbekommt, also vor der Sonne selber muss man natürlich da immer gut einen Schutz machen für das Baby. Da kann man dann auch
draußen schön atmosphärische Plätze suchen oder das ist, ja, weiß nicht, bei einem großen Baum oder so, halt was einfach besonders schön ist. Das Baby macht ja auch Laute und mir war dann die Frage, soll ich jetzt irgendwie auf diese Laute reagieren? Und da hilft, finde ich, jetzt nur ausprobieren und das wird dann später auch mehr so, dass man wirklich dann eine Kommunikation hat. Aber trotzdem finde ich, einfach ausprobieren. Was ich wärmstens empfehlen kann, ist, das Baby immer wieder nackig zu lassen eine Weile, also auf dem Wickeltisch natürlich, aber auch irgendwo auf dem Boden zum Beispiel, habe ich das so gemacht bei geschlossenen Fenstern, wo die Sonne durchgeschienen hat. Das gibt ja eine Wärme, ohne dass die Strahlung durchkommt und insgesamt in einem warmen Raum. Und das hat immer wahnsinnig Spaß gemacht, also wenn meine Tochter nämlich irgendwie unruhig war und ich den Eindruck hatte, irgendwas, sie ist nicht gut drauf oder so, dann hat sie das so fröhlich gemacht und dieses Glück zu sehen, wenn sie nackig war und sie hat es dann geliebt, also vor allem den Windelbereich nackig, die Beinchen nackig und dann irgendwo die Füßchen gegen eine Wand oder so, dass sie da dann mit den Füßchen dran gestupst hat und dann war für sie die Welt in Ordnung. Also, ja. Was man auch machen kann, sind Fingerspiele. Da finde ich es toll, wenn man so poetische macht. Also es gibt wahnsinnig viele Bücher. Ich blende dir aber hier eins ein, in dem poetische Fingerspiele sind. Es gibt noch mehr, die verlinke ich dann unten. Und das ist echt was sehr Wertvolles. Und es hilft eben auch in so Momenten, wenn man den Eindruck hat, was möchte man jetzt zusammen machen. Dann ist auch toll zu singen. Dazu kann man sich Noten ausdrucken, findet man echt zu allem irgendwas im Internet. Und ich finde, man kann ruhig also Lieder singen, wo man halt selber den Eindruck hat, das passt zum Baby, aber Lieder einfach, die man gerne singt. Also wo man zum Beispiel dachte, hey, die will ich sowieso gerne mal lernen. Und ich kann nicht singen, ist wirklich dem Baby gegenüber unfair zu sagen, weil Können ist so relativ und dein Baby wird deine Stimme so lieben und ist so unglaublich wohltuend für dein Baby, dich singen zu hören, dass es da wirklich nichts gibt, finde ich, außer du möchtest es auf keinen Fall machen, aber ich kann nicht, ist, weiß nicht, kein Argument, glaube ich. Was man so als Beschäftigung auch oft vorgeschlagen bekommt, ist mit dem Baby die Bauchlage zu üben. Und da verlinke ich dir 2 Sachen, einmal was dafür spricht, einmal was dagegen spricht. Und ich habe es nicht gemacht, also ich finde, es spricht viel dagegen, das zu üben. Vor allem für mich, weil ich das so faszinierend finde, wenn man das Baby beobachtet, wie das diese ganzen Entwicklungsschritte von selber vollzieht. Also das ist das Einzige, von dem ich weiß, was man denkt, mit dem Baby üben zu müssen. Also man übt auch nicht, mit ihm die Hand zu öffnen und zu schließen oder man übt nicht das Krabbeln oder was auch immer. Also deswegen, es hat auch total gut ohne geklappt auf jeden Fall. Was ich generell gut finde, ist, wenn man so keine künstlichen Übungen macht, also dass es nicht künstlich wirkt für das Baby, weil das ist, glaube ich, so, was als Botschaft quasi am meisten ankommt und das unterschätzt man, glaube ich, oft. Also ist halt mein Gefühl, so, das beim Baby kommt ja dann an, erstens mal mit mir muss was geübt werden und auch es läuft so irgendwie steril ab und so. Also kann ich mich jetzt nicht für begeistern. Also wenn man irgendwie früh fördern möchte, ist, glaube ich, das Wichtigste, so ein angstfreies, geborgenes Umfeld zu machen und auch ein schönes und anregendes Umfeld fürs Kind. Die Frage ist ja, wann fängt das Baby an zu greifen? Und das merkt man halt dadurch, dass es es tut. Mir hat es geholfen, dann in der Nähe so ein Tuch liegen zu haben. Und so habe ich dann auch tatsächlich gesehen, als sie das erste Mal so versucht hat zu halten. Und toll finde ich, sind da halt so weiche Sachen wie ein Tuch oder so ein Seidenpüppchen. Und das zu beobachten und sich da reinzufühlen, wie ist das eigentlich, wenn man mit der Hand noch gar nichts, also wenn man kaum weiß, die Hand ist die eigene, man hat sie schon gesehen oder so, aber alles ist noch so fremd. Deswegen habe ich ihr jetzt nie irgendwie Gegenstände in die Hand genommen. Sowas wird ja auch vorgeschlagen als Spiel und das, finde ich, muss man nicht tun. Sondern ruhig da das zu beobachten und immer mitzufühlen, wie ist das eigentlich, so was Neues kennenzulernen. Da finde ich, passt auch gut, als nächstes das Video anzuschauen über Spielsachen. Dann kann ich noch sagen, ich finde, es hilft immer mit Veränderungen zu rechnen
und es hilft, die eigenen Entscheidungen auf dem aufzubauen, was man selber beobachtet. Natürlich, dass man sich informiert und so, aber das ist halt wirklich, dass man die eigene Wahrnehmung und Beobachtung ernst nimmt. Wenn du noch ein Video anschauen willst über Stoffwindeln, blende ich das hier ein. Und das Video, was ich gesagt habe über die Babyspielsachen, blende ich dir hier ein. Und dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Tschüss.